Dieses Video erklärt, wie das Dashboard in Helmut.io funktioniert und welche Funktionen es zur Verfügung stellt. Das Dashboard in Helmut.io dient der Übersicht aller laufenden Jobs im System. Hierzu zählen nicht nur die Jobs aus Helmut.io, sondern auch die aus Cosmo und aus Housekeeper. Es werden alle Jobs angezeigt, die der Gruppe zugehörig sind, in der sich der User befindet. Sprich, ist der User in einer oder mehreren Gruppen, werden alle Jobs aus diesen Gruppen angezeigt und man kann mit diesen Jobs interagieren. Der Benutzer ist nur berechtigt, auf die Jobs einzugehen, die er selbst erstellt hat. Alle anderen sind für ihn lediglich sichtbar. Hat man Administrationsrechte, sieht man natürlich alle laufenden Jobs im System. Das Dashboard zeigt unterschiedliche Informationen an. Ganz an der linken Stelle die Quelle, aus der dieser Job kommt. Also in dem Fall ist es über Premiere erstellt, über die Premiere Panel Extension. Der Typ, in dem Fall sind es Auto-Import-Jobs. Man sieht den Namen des Jobs, den Fortschritt, eine Information zum Job, welcher Benutzer diesen Job abarbeiten soll, als auch welcher Benutzer diesen Job erstellt hat. Zu guter Letzt sieht man noch die Priorität, mit der dieser Job angefasst wird, das Startdatum und man hat ein Action-Menü. In diesem Action-Menü gibt es diverse Funktionen, die je nach Status des Jobs zur Verfügung stehen. Bitte hierzu auch das Video Action-Menü in Dashboard Helmut.io gucken. Zusätzlich steht natürlich auch die Filterfunktion zur Verfügung, über die man nach Jobs suchen kann. Das funktioniert genauso wie in FX. Hierzu bitte auch das Video Filter schauen. Hier auf der rechten Seite hat man noch die Möglichkeit einzustellen, wie viele Jobs pro Seite angezeigt werden. Und man hat einen kleinen Refresh-Button. Dieser Refresh-Button kommt dann zum Einsatz, wenn man eine Filterung über die Liste anwendet und ein anderer Benutzer innerhalb der Gruppe einen neuen Job erstellt. Denn dieser wird dann nicht direkt an die obere Stelle im Dashboard gedrückt, sondern es erscheint eine Verfärbung des Refresh-Buttons und dann ist man als User in der Lage, sich diesen Job auch anzeigen zu lassen. So kriegt man immer alle Informationen darüber, welche Jobs gerade existent sind, welche nicht. Als letztes ist es natürlich auch hier möglich, über Multiselect mehrere Jobs anzuwählen und mit diesen zu interagieren. Als auch über ein verstecktes Overlay, was man erreicht, indem man auf einen freien Bereich klickt, sich weitere Informationen anzeigen zu lassen. Hierzu aber auch mehr in den anderen Videos.